Also es ist auf jeden Fall so, dass im letzten Jahr so viele Neuigkeiten gekommen sind. Ob wir da jetzt in der EU schauen, Richtung Kryptoregelungen, Mika-Regelungen oder einfach weitere Ausweitung von der EU an Chatkontrolle, was du schon erwähnt hattest. Also das ist extrem, das betrifft uns alle. Was ist jetzt deine Empfehlung für jemand, der auswandern will, der seine Spuren klein halten will, seinen Fußabdruck, seinen digitalen klein halten will? Was ich mache, ich schlage die Brücke zwischen einem Anfänger und einem absoluten IT-Nerd. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wer frei leben will, sollte sich auch digital frei machen. Gerade Menschen mit alternativen Lebensplänen, die brauchen auch digitale Freiheit, digitale Selbstverteidigung. Und zwar nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und darum geht es heute mal. Ich habe mir Verstärkung geholt für dieses interessante Thema heute. Lieber Chris, schön, dass du wieder da bist. Du bist ja unser Experte für Datensicherheit und Privatsphäre im digitalen Raum sozusagen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Ja, jetzt fragen sich viele vielleicht, wir reden ja bei Perspektive Ausland über Plan B, über Auswandern, über Golden Visa, über zweite Staatsbürgerschaften. Und warum sprechen wir jetzt hier auch darüber, dass Plan B Menschen besonders auf Privatsphäre achten sollen? Also ich fasse das mal so aus meinem Beratungsalltag zusammen und vielleicht findest du dich, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, dort auch wieder. Das würde mich interessieren. Ich gehe jetzt mal ganz kurz, bevor wir dann mit dem Chris da in die Tiefe noch einsteigen, mal auf 5 Punkte ein, weshalb aus meiner Sicht, aus meinem Ansatz jetzt in Beratungsgesprächen eben die Privatsphäre oder Sicherheit im digitalen Bereich für Auswanderer so wichtig ist. Also zum Beispiel generell, wenn ich in neue Länder gehe, das habe ich immer wieder festgestellt, gibt es auch neue Risiken. Also in vielen anderen Ländern, da gelten andere Datenschutzgesetze. Das ist manchmal gut, manchmal aber auch zu meinem Nachteil. Und gerade, wir hatten ja vor uns im Vorgespräch über Iran zum Beispiel gesprochen, es gibt eben auch Länder, oder China könnte man dort mit einbeziehen, vielleicht auch Russland und andere Länder, also mit autoritären Tendenzen, die dann eben auf digitale Spuren ganz anders zugreifen und ungehemmter zugreifen als vielleicht wieder in unseren Ländern. Also wobei man sich da generell vielleicht nochmal unterhalten müsste, wo muss man mehr befürchten, dass auf digitale Spuren zugegriffen wird. Ne? Aber im Prinzip ist eine viel größere Bandbreite, die in anderen Ländern dann plötzlich für Staaten, in denen ich mich aufhalte oder die ich nur durchreise, interessant sein könnte. Das Zweite ist eben, digitale Spuren verraten Dinge, auch die mit meinem Auswanderungsplan vielleicht zu tun haben, mit meinem Plan B zu tun haben, die ich nicht möchte, dass sie verraten werden. Ne? Also vielleicht meine digitale Suchanfrage, E-Mails, Cloud-Fotos, Geräteverbindungen und so weiter und so fort. Du wirst ja nachher nochmal drauf eingehen, was das alles von Profil von mir erzeugen kann und wie das gebraucht oder missbraucht werden kann. Der dritte Punkt ist oftmals, dass ja mein Plan B, also von unseren Kunden, mit alternativen Wegen verbunden ist oder mit, sagen wir mal so, Optionen, vielleicht Kryptobörsen in verschiedenen Ländern, dezentrale Dienste, alternative Kommunikationswege, die man sich einrichtet in Verbindung mit seinem Plan B. Und ich will das eigentlich vielleicht schön getrennt halten, so von Land zu Land. Aber wenn ich da eben nicht aufpasse und unfachmännisch rangehe, dann nützt mir mein schönes getrenntes Plan B-Konto im anderen Land nichts oder meine Kryptobörse im anderen Land nichts. Da wäre es schön, wenn du nachher noch was für unsere Mandanten dazu erzählen könntest. Dann der Punkt 4, die internationale Überwachung nimmt zu. Das wäre ein Punkt, wo wir auch von dir hören würden, was gibt es da Neues, gerade seit unserem letzten Gespräch, das wir hatten. Also Dienste wie Five Eyes, Echelon oder auch die EU-weite Chatkontrolle, das ist eine Sache, die viele unserer Mandanten in Beratungsgesprächen auch Sorge macht oder der Cloud Act und so weiter und so fort. Auch in den USA gibt es da ja verschiedene Bestrebungen. Und naja, das wären so mal die wichtigsten Dinge und eben doch generell, wer mit dem alten Leben aus seiner alten Vergangenheit abschließen will, wenn er halt in ein neues Land auswandert, wie auch immer, wie kriegt man seine alten Spuren wirklich los? Also ist es möglich, dass ich meine alte digitale Identität, dass ich mich wirklich von der trenne? Kann ich
das machen, dass ich nirgends mehr gefunden, nirgends mehr getraced werden kann. Das sind so alles Dinge, die unsere Kunden, unsere Mandanten immer wieder in Beratungsgesprächen interessieren. Und da kann ich nur sagen, wie gut, dass es den Chris gibt und seine Webinare gibt. Die sind da so wertvoll und bieten so wertvolle Inhalte und Hinweise. Das haben uns viele unserer Mandanten ja schon erzählt. Du hast eine ganze Reihe neue Webinare auf den Weg gebracht und wir sind total gespannt von dir zu hören. Was gibt's Neues? Gibt's neue Gefahren? Gibt's neue Webinarangebote, Hilfsangebote von dir? So, das war mal eine kleine Einstimmung auf das, was uns jetzt mal hier in dem Gespräch erwartet, lieber Chris. Jetzt erteilen wir dir einfach mal das Wort. Ja, vielen Dank. Also es ist auf jeden Fall so, dass im letzten Jahr so viele Neuigkeiten gekommen sind. Ob wir da jetzt in der EU schauen, Richtung Kryptoregelungen, Mika-Regelungen oder einfach weitere Ausweitung von der EU an Chatkontrolle, was du schon erwähnt hattest. Also das ist extrem, das betrifft uns alle und es geht halt einfach immer weiter, wie die Obrigkeit uns da so einfach an der Nase rumführt. Das ist halt leider so und deswegen, also was du angesprochen hast, die Webinare, die mache ich einfach alle 2 Wochen kostenfrei. Gerne dazukommen, kann man mich alles fragen. Aber aufgrund dessen, dass eben auch von den Kunden von euch wirklich einige auf mich zugekommen sind, zum Beispiel in der Hinsicht Kryptowährungen, okay? Wie benutze ich denn Kryptowährungen wirklich jetzt unter dem Gesichtspunkt der Privatsphäre? Also ich muss erst mal verstehen, wie läuft das Ganze, wie funktioniert eine Blockchain? Aber dann ist es ja auch ganz wichtig, dass ich Kryptowährungen so einsetze, wie sie ursprünglich auch gedacht waren oder wozu sie gedacht waren. Die allermeisten sind in Krypto unterwegs, um sehr wahrscheinlich Gains zu machen, also einfach um Profite zu machen. Aber das Eigentliche, was in Kryptowährungen wirklich uns einen Vorteil bietet, das wird oft vergessen. Deswegen habe ich da dazu einen neuen Inhalt geschaffen, also zu Krypto. Dann natürlich auch KI. Die KI-Kontrollmechanismen werden weiter ausgeweitet. Das ist unglaublich. Da laufen inzwischen Cyberattacken, die mit KI gesteuert werden, Phishing-Attacken. Das bedeutet wiederum, dass Phishing läuft so ab, dass man eine E-Mail zum Beispiel kommt oder eine andere ein Pop-up zum Beispiel im Browser und dass darüber Sachen abgefischt werden, weil es vielleicht so aussieht, das ist ein Login von einer Bank. Das ist mit das Einfallstor Nummer 1 bei den allermeisten Menschen und selbst die erfahren sind, die da drauf trainiert worden sind, da passieren immer noch Fehler, immer wieder, weil eben die KI auch immer wieder schlauer wird und das jetzt halt zum Einsatz kommt. Also Phishing-Attacken, DDoS-Attacken. Dann ist auf einmal, sind halt von einem Unternehmen die Webseiten lahm oder die ganze Infrastruktur. Da gehen Unternehmen bankrott. Das hatten wir in der Vergangenheit. Das kommt echt regelmäßig vor. Und deswegen ist auch da wichtig, dass man weiß, wie kann ich KI denn einsetzen für mich unter dem Gesichtspunkt der Privatsphäre. Weil ich denke, die allermeisten auch hier nutzen wahrscheinlich ChatGPT. Das ist die drittbeliebteste App aktuell von den meisten App Stores. Aber wie kann ich das denn machen, dass ich wirklich meine Privatsphäre wahre? Weil die KI geht ja alles durch, was ich da schreibe, die Art und Weise, wie ich schreibe, meine Emotionen, die ich damit reinpacke. Also oftmals ist ja dann so, dann liefert da ChatGPT zum Beispiel wirklich ein Graus, was da dann rauskommt. Dann schreibt man vielleicht jetzt streng ich mal richtig an, du bist ja ein richtiger Idiot oder so. Diese Emotionen, die werden aber im Hintergrund auch erfasst, ne? Also da entsteht ein Gefüge zum Profil und natürlich mit IP-Adressen läuft es dann alles zusammen. Das heißt, es gibt KIs, die sind mehr auf Privatsphäre fokussiert. Ich kann mir eigene KIs zum Beispiel auch generieren und ich kann auch das alles einsetzen, um mich besser zu schützen, meine E-Mail-Accounts besser zu schützen. Einfach überall, wo ich mich elektronisch bewege, das mit einzusetzen. Auch dazu gibt es zum Beispiel einen neuen Inhalt. Aber jetzt, wenn ich wieder zurückgehe zum Beispiel auf den Kryptokurs, also da ist es schon extrem, was die EU da eingeführt hat an Überwachung und das, was du angesprochen hast, dass man möglichst das eben trennen möchte. Ja, das ist absolut so. Man möchte heutzutage nicht mehr, wenn man einen Zweitpass zum Beispiel hat oder einen zweiten Wohnsitz, das in Verbindung bringen mit Europa. Also wenn du schon die Anstrengungen machst, dass du zum Beispiel rausgehst aus Europa, dann möchtest du das auch getrennt haben. Wenn du allerdings dann alles von den Metadaten und alles wieder zusammenschmeißt, dann bringt das eigentlich im Schluss ziemlich wenig oder es kommt halt einfach dann dieser Boomerang. Dann weiß zum Beispiel, sagen wir mal, du gehst nach Brasilien, weiß Brasilien, dass du also dich nicht an die Mika-Verordnungen vielleicht in der EU hältst und Brasilien ist, was Datenschutz anbelangt, richtig schlecht. Also die sind noch miserabler als die EU im Grunde
Und wie du schon angesprochen hast, da gibt es unterschiedliche, ja, ich sag mal, Kategorien, in denen sich die Länder bewegen, wenn es um den Datenschutz geht. Ja, also ich denke, gerade wenn man auswandert, gerade wenn man einen neuen Plan B macht, dann ist ganz wichtig, wann ich was kommuniziere zu dem jeweiligen Amt, gerade wenn ich auch im neuen Land dann vor Ort bin. Und ich muss eben einfach schauen, dass ich selber die Kontrolle habe über diese Daten, wann die nach außen gehen. Das ist entscheidend, ja. Tja, da kann man sich jetzt fragen, ist das möglich? Schafft man das überhaupt, die Kontrolle über seine Daten zu haben? Bleiben wir mal ganz kurz noch beim Thema Krypto. Also viele unserer Mandanten, ja, wie du schon erwähnt hast, sind ja im Kryptobereich unterwegs und wandern vielleicht aus oder bereiten die Auswanderung vor und erhoffen sich dann, planen das, viele sind damit auch schon erfolgreich, eben mit Bitcoin und Krypto dann ihr Einkommen zu generieren. So. Gibt es da Dinge, die man unbedingt beachten muss und welche Hilfe bietest du da an? Auf jeden Fall. Also Kryptowährungen und Bitcoin sind ja wirklich komplett transparent. Ich sehe, welche Adresse an welche Adresse was überweist und über Mechanismen wie zum Beispiel Chainalysis, eine Firma, die sich spezialisiert hat auf das Analysieren von Wallets, ist es ziemlich schnell glasklar, wer hinter welcher Wallet steckt. Aufgrund von IP-Adressen, aufgrund vom Verhalten im Browser, aufgrund der Transaktionen, die rausgehen oder reinkommen, weil andere Wallets, die zum Beispiel reinüberweisen, schon identifiziert sind. Das heißt, dieser ganze Kreis, den man kennt, also einfach die Glocke, die Kontaktglocke, die wird da analysiert. Das heißt, es ist komplett transparent. Im Grunde ist das schon ein Riesenvorteil für die Obrigkeit hinsichtlich Zentralbankwährung, weil man kann den Teil da schon einsehen. Kann man nicht, wenn ich da Türen schließe, wenn ich sage, die IP-Adresse ist privat, meine Metadaten behalte ich bei mir, ich nutze nicht einen Browser oder ich nutze einen Browser, der ist komplett abgeschirmt. Ich nutze zum Beispiel mit dahinter geschaltetes Tor-Netzwerk, ich nutze VPNs und dann das Tor-Netzwerk. Somit erreiche ich eine Veranonymisierung anstelle von nur dieser Pseudonymisierung von der Wallet-Adresse. Also diese Dinge sind ganz wichtig. Natürlich ist Bitcoin ein wichtiger Bestandteil, um sich international gut aufzustellen. Also heutzutage zum Beispiel, wenn ich ja eine Banküberweisung mache und ich kaufe da, ich bin ja auch unterwegs, ne? Du kennst so ein wenig auch ein paar Details, Südamerika, Zentralamerika, wenn ich da von Europa aus was rüber überweise, da hatten wir einen Fall, da ging eine Überweisung nach Panama, dann wurde da eine Hausdurchsuchung gemacht sogar oder wurde alles geblockt bei der Bank, weil Panama auf der schwarzen Liste steht, obwohl das Geld nur für eine Immobilie war, für eine Wohnung zu kaufen. Und oftmals ist es so, also bei mir war es auch so, das dauert 4 Monate, bis das Geld da ist, wenn es einfach größere Beträge sind, bis das alle Zwischenbanken da durchläuft. Mit Bitcoin, ein Telefon, das zweite Telefon, Käufer, Verkäufer, und ich habe die Transaktion durch in 20 Minuten und es geht weiter. Das Ding kann überschrieben werden. Also es vereinfacht mir ganz, ganz viel in meinem Alltag, in meinem unternehmerischen Dasein und einfach, wie ich agieren kann international. Deswegen sind natürlich Kryptowährungen sehr, sehr wichtig. Aber ich muss diese Privatsphäre mit reinnehmen, weil wenn ich die nicht drin habe, dann offenbare ich im deutschen Finanzamt, welche genaue Immobilie ich da kaufe, wo ich sie kaufe, von wem ich sie gekauft habe, was der dann auch mit diesem Geld macht und woher mein Geld dann gekommen ist. Ja, natürlich tue ich jetzt da nicht Leute dazu anleiten, irgendwie also nicht legale Sachen zu machen, aber zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu kommunizieren. Also man weckt ja jetzt da auch nicht schlafende Hunde, ne? Deswegen ist doch viel wichtiger, dass ich sage, okay, meine Transaktion bei Bitcoin oder anderen Blockchains, USDT, was auch immer ich verwende, Ethereum, das halte ich privat. Und da gibt's einfach gute Mechanismen, weil die brauche ich wirklich im Alltag, um das auch effizient umsetzen zu können. Ja, also ich denke, das ist wichtig, gerade wenn es auch um Mika geht und die neuen Verordnungen. Also was ich da schon mitbekommen hatte, ich habe jetzt letztens ein Seminar gemacht, da waren wirklich Menschen da, die haben mir erzählt, dass die Börse, die ich mit teilweise auch angesprochen habe, dass die Börse nach einer Rechnung gefragt hat vom Ledger. Dass man also wirklich diesen Ledger hat. Man soll also komplett inzwischen die Hosen runterlassen. Das ist die EU-Verordnung. Als ich eingestiegen bin, das war 2014 natürlich, der Beweggrund war Unabhängigkeit, Freiheit. Die Politik der Notenbanken ist ja untragbar und einfach auch die Privatsphäre. Da konnte ich Bitcoin kaufen mit der Kreditkarte ohne KYC. Da gab es Plattformen, konnte man wunderbar Altcoins tauschen. Heutzutage ist das alles undenkbar. Also ich kenne die komplette Historie und genau das gebe ich halt weiter. Das ist ein wichtiger Punkt, weil auch Krypto, muss man wirklich sagen, da ist halt über 90% mehr sogar leider ein Schmuh und das sollte man dann eher sehr
mit Distanz betrachten. Aber für all jene, die sagen, Kryptowährungen oder Bitcoin, mit dem will ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen, du verpasst da einen entscheidenden, wichtigen Schlüssel für deine Freiheit. Interessant. So, wie lange geht denn der Kryptokurs, den du anbietest? Also wie viel Zeit muss ich da investieren? Das sind circa 45 Videos. Ich habe da 18 Module gemacht. Wir fangen da ganz simpel an. Also ich erkläre, wie Bitcoin funktioniert, was die Grundlagen da dazu sind. Nicht allzu technisch, also wirklich auch für Starter. Und dann geht's nach und nach rein. Wie sicherst du das denn jetzt ab? Wie sicherst du deine Gelder ab? Welche Wallets verwendest du? Welche unterschiedlichen Wallets gibt es auch? Also wirklich, was ist der Status quo aktuell? Und dann gehen wir rein in fortgeschrittenere Sachen, zum Beispiel Veranonymisierung deiner Coins, Transaktionen machen, Schritt für Schritt sich auch ranwagen an größere Transaktionen und auch damit dann Zinsen zu verdienen, Darlehen aufzunehmen. Ich brauche heutzutage gar keine Bank mehr. Wenn ich diese Mechanismen kenne, dann kann ich gleichzeitig Geld verdienen und ein Darlehen am Laufen haben. Also sehr fortgeschrittene Sachen und natürlich auch über noch viele Dinge mehr, wo ich zum Beispiel ausgeben kann, die Kryptowährung. Ich kaufe ja inzwischen damit Immobilien, Autos, Flüge, alles im Alltag. Das ist gar kein Problem. Man muss nur eben die richtige Information haben. Das heißt, auch da wieder diesen Privacy-Wächter, der ist wichtig, da mit up-to-date zu haben. Ja. Interessant, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich jetzt damit oute, aber ich bin mit Krypto, müsste ich wahrscheinlich auch mal dein Webinar dann besuchen, weil für mich ist das noch eine Sache, wo ich mich nicht zu tief sagen wir mal, eingearbeitet habe. Das Einzige, was ich mache, ist, ich mache so Copy-Trading mit Jungs aus Zypern, die ich ganz gut kenne. Vielleicht können wir mal den Link einblenden, wo man einfach ein Kapital zur Verfügung stellt und dann wird das damit in deren sozusagen Trading mit einkopiert und man bekommt monatlich seine Prozente sozusagen überwiesen. Aber ja, vielleicht melde ich mich auch mal bei deinem bei diesem Webinar mit an. Werden wir mal gucken. Schön. Ja, oder wir machen direkt für eure Zuschauer natürlich auch ein Webinar oder einfach eine Infoveranstaltung genau zu dem Thema. Was ist denn eigentlich wichtig? Einfach die Grundlagen, einen kleinen Crashkurs so schon mal zum Start, dass man da wirklich Bescheid weiß und dann damit auch umgehen kann. Wie setze ich Kryptowährungen ein, wenn ich jetzt ins Ausland ziehe oder mich internationalisiere, mehrere Passports aufbaue oder auch Investitionen tätige? Das ist ein wichtiger Baustein auf jeden Fall. Ja, klar, unbedingt, ja. Also wir werden auf alle Fälle, jetzt haben wir mal das zum Thema Krypto-Webinar von dir angesprochen. Hier blenden wir jetzt schon mal den Barcode sozusagen ein, den Link zum Anmelden auf dieses Webinar. Gibt es eigentlich zum Thema Krypto auch so eine Art kostenloses Einstiegswebinar, wo man sich erstmal informieren kann, was du da so vorstellst, oder muss man direkt das volle Webinar buchen? Nein, ich mache ja Webinare zu all diesen Themen und wir haben auch ein Webinararchiv. Das kann ich natürlich auch dann auf der Seite mit verlinken, dass man da Zugang genau zu dem Webinar hat. Das liegt schon ein wenig zurück. Ich glaube, das war vor 2 Monaten oder so. Das heißt auf jeden Fall, und das kommt auch immer wieder, also einfach auch immer regelmäßig schauen, welche Themen ich da habe, weil natürlich werde ich auch immer einfach wechseln. Mal geht es um das Telefon, mal geht es um die Metadaten, wie ich die schütze, mal geht es um das Reisen, mal geht es dann darum, wie setze ich KI ein und dann natürlich auch um Krypto. Da haben wir das Thema Krypto jetzt eigentlich mal so behandelt. Ein zweites oder eigentlich vielleicht das erste und Hauptthema für viele ist ja, sagen wir, unser größtes Sicherheitsleck, was wir alle mit uns rumtragen in der Hosentasche wahrscheinlich, ist unser Smartphone, oder? Würdest du das auch so sehen, dass das größte Einfallstor ist oder unser größtes Risiko? Ist es so? Ja, das ist definitiv das Überwachungsgerät schlechthin, weil jeder Schritt natürlich da mit betrachtet wird. Und klar, das fließt natürlich in all diese Metadaten mit ein. Das ist schon ein entscheidender Schlüssel. Oder eine Apple Watch zum Beispiel, die ich noch näher dran habe. Da werden ja sogar meine Schritte gezählt oder mein Puls übermittelt, wenn ich das möchte. Ja, bist du jetzt gegen eine Apple Watch? Also sollte man sich da jetzt lieber fernhalten von so einem Gerät, oder was ist deine Empfehlung? Ja gut, ich kann das ja zusammenfassen. Also jeder darf natürlich machen und sollte machen in seinem Leben, wie er das gestalten möchte. Ne? Ist natürlich klar. Auf dauerhaft versuche ich mich eher von Apple Watches fernzuhalten. Weil die haben natürlich Kameras drin, die haben Sensoren drin und die übermitteln natürlich auch das, was gesprochen wird. Also gerade Siri zum Beispiel ist bei vielen Menschen aktiv. Das heißt, meine Stimme, wenn ich jetzt da spreche und über sensible Sachen spreche, wie zum Beispiel Strategien,
dann wird das ja auch mit erfasst und Siri weiß, über was ich spreche. Und ich versuche das schon, gerade wenn es sensible Dinge sind, dann einfach, oder wenn ich Webinare oder Seminare da dazu mache, dann natürlich auch die Leute zu beten, komm, lassen wir es mal lieber draußen, das Ding, dann kann ich nicht über alles sprechen, sonst mag ich auch nicht über alle Details so sprechen. Ne? Also ich passe mich da natürlich auch an, ein Stück weit. Klar, ich bin da in gewisser Weise auch ein Dorn im Auge im System, aber wir sind jetzt da noch nicht so groß, dass also die da sagen, da müssen wir jetzt gleich einen Kampftrupp schicken. So, jetzt nochmal zum Handy zurück. Also was ist jetzt deine Empfehlung für jemand, der auswandern will, der seine Spuren klein halten will, seinen Fußabdruck, seinen digitalen klein halten will? Was ist deine Empfehlung und was lerne ich, wenn ich dein Webinar besuche? Gut, das wäre der Transformkurs, da ist das Telefon dabei. Da muss man erstmal, also das ist wichtig zu akzeptieren, dass Big Tech uns die Geräte untergejubelt hat. Wir hatten alle gar keine Ahnung davon, was da eigentlich wirklich alles drinsteckt in den Telefonen. Und da waren natürlich wirklich Psychologen am Start, die das gezielt auch ausgetüftelt haben, dass wir auch so da drauf reinfallen letzten Endes. Und das ist ja auch super zum Anwenden, ne? Also Siri, komm, gib mir mal kurz hier Restaurants in der Nähe, zack, hast du das Ergebnis. Das ist ja schon angenehm. Aber ich muss leider sagen, dass man beim iPhone, da kann man keine Lösung schaffen, weil das Ding ist halt eine Blackbox und die Überwachung läuft halt ständig. Ich hätte das gerne, dass es eine Lösung gibt. Das Einzige ist halt, okay, du machst es in eine Box dann rein, dass es nichts mehr hört und dann hast du das schon mal weg und möglichst ein Faraday-Bag, ne, dann hast du da immer so einen kleinen Koffer dabei für dein Gerät. Das wäre vielleicht eine Lösung. Man kann natürlich auch nicht die komplette Überwachung da dann ausgrenzen. Ja, und wenn man jetzt wirklich seine Metadaten bei sich behalten möchte, die digitale ID selber steuern möchte, also auch das, was mit den Zentralbankwährungen kommt, das hängt ja 1:1 zusammen. Du darfst nicht mehr fliegen, du darfst dieses Fleisch nicht mehr kaufen, weil du hast zu viel CO2-Kontingent zum Beispiel. Wir sehen, ob es kommt oder nicht. Ich bin da eigentlich ziemlich guter Dinge, dass das gar nicht so kommt, wie sie es geplant haben, aber abgewandelt wird es schon kommen, dieses Zentralbankgeld, das sie kontrollieren möchten. Ja, und dann ist es wichtig, dass ich die digitale ID selber, dass ich die selber definiert habe, weil ansonsten ich halt voll Opfer bin von meinem eigenen Verhalten. Weil sie haben uns die Geräte untergejubelt, die übermitteln die Daten und ich bin dann praktisch so gefangen in dem Ding. Und dann sagen sie halt, du Chris, du darfst jetzt halt nicht mehr nach Zypern, weil du bist zu kritisch, also du musst jetzt erstmal da bleiben. Zum Beispiel, das kann in Zukunft natürlich alles kommen. Und um dem vorzubauen, ist es doch viel schlauer, wenn ich da alle Türen zumache an meinem Telefon, dass also die WLAN, die ganze Zeit scannen, dass die gar nicht von meinem Chip erfahren, welche ID-Nummer der hat auf meinem Telefon. Ne? Wo habe ich meins da? Also da ist ja ein eindeutiger Chip drin vom WLAN, eindeutige Kennnummer, Bluetooth-Modul, Platine, Bauteile, CPU, alles. Die haben alle eindeutige Kennnummern und die werden versucht von außen ständig anzupingen und damit man ganz genau weiß, welches Telefon ist denn in der Nähe. So, und das unterbinde ich einfach mit einem Privacy-Telefon. Da geht nichts mehr nach außen. Das heißt, ich habe da gezielt Mechanismen drin, dass diese Metadaten schon mal von meinen Bauteilen weg sind. Mein Standort kriegen sie nicht. Nur wenn ich ganz gezielt sage, komm, ich lasse das zu und dann nutze ich natürlich zum Beispiel auch so eine Map. Ich habe dann vielleicht eine andere Map, nutze Osmand auf Android-Basis. Das wäre jetzt nicht die Google Maps, sondern Osmand. Habe ich vielleicht nicht alle Restaurants jetzt aktuell mit den Uhrzeiten drin, dann gucke ich halt schnell auf Startpage. Ne, das ist dasselbe wie Google, nur ohne, dass man überwacht wird. Das heißt, ich baue im Alltag schon andere Sachen ein. Du siehst schon, also das wären jetzt 2 Tipps, die man im Alltag so umsetzen kann, ohne Überwachung, aber ich habe dasselbe Ergebnis mit Startpage. Da kann ich auch nachschauen, wie die Restaurants jetzt zum Beispiel die Öffnungszeiten haben. Und so gibt es halt wirklich eine ganze Menge an Dingen, die dann auf dem Telefon minimal anders laufen, aber die jede Türe zu hat. Es gibt zu jeder App Alternativen, da hat man keine Einbußen vom Komfort her. Also ich kann auch auf dem Telefon zum Beispiel WhatsApp verwenden oder Instagram. Ich nutze es halt einfach in einem anderen Nutzerprofil und dieses Nutzerprofil, das ist so isoliert, dass also der Hauptnutzer nicht sieht, was der Nebenbenutzer macht. Das heißt, wenn WhatsApp jetzt eine verseuchte App da ständig Mikrofon anzapfen möchte, Kamera oder meine Bilder, dann kriegt es das nicht, weil es isoliert ist. Tja, das funktioniert am iPhone halt leider nicht. Also ich versuche eher von iPhone halt wegzukommen. Ich mag es auch gar nicht verteufeln, weil man kann ja auch zum Beispiel sagen, ich nutze einen Mac-PC, aber ich lasse ihn nicht ans Internet. Weil die haben ja wirklich auch gute Designs und gute Programme. Ich kann das auch gezielt umstellen, dass ich halt sage, okay, wenn ich unterwegs bin, dann nutze ich das. Das sind Strategien. Das heißt, wenn jetzt jemand auswandert, dann würde ich unbedingt
eine Privatsphäre einbauen in dem ganzen Mechanismus, weil mir das auf der langfristigen Schiene wirklich zugute kommt. Also ich habe dadurch dann halt einfach keinen Boomerang. Telefon, wichtiges Ding ja zur Überwachung. Das möglichst halt schließen, diese ganzen Tore. Transformationskurs wäre das? Genau, Transformkurs, ja. Der ist übrigens komplett neu. Der ist komplett neu, jetzt gerade eben vor 2 Wochen ist er online gekommen. Das heißt, aktuellste Sachen, aktuellste Tipps. Ich habe das komplett neu geordnet. Das ist natürlich auch erforderlich. Und diejenigen, die jetzt den Transformkurs schon hatten und gekauft haben, die haben natürlich auch da das komplette Update von all diesen neuen Sachen, von all den neuen Tipps. Also wir möchten natürlich, dass alle auch dann mit und weiter wachsen dadurch. Ist ja logisch. Und im Transformkurs Preis enthalten ist ein komplettes Handy, was ich dann sozusagen im Kurs lerne, für mich persönlich einzurichten. Habe ich das richtig verstanden? Genau, du hast 2 Möglichkeiten. Einerseits kannst du sagen, ich möchte es voll eingerichtet haben, dann machen wir das alles, dann ist VPN drauf, Zugang da dazu und alle Apps vorinstalliert, sodass du es gleich verwenden kannst. Oder du sagst, ich brauche es nicht vorinstalliert, ich mache das selber, lerne dadurch vielleicht ein paar Sachen mehr, dauert vielleicht paar Stunden länger, 2-3 Stunden länger oder so, aber dadurch habe ich vielleicht dann halt mehr im Alltag schon gelernt. Ja, und egal wie du startest, so oder so, dann gehst du den Kurs nach und nach durch. Beim anderen, wenn du es voll eingerichtet hast, startest halt etwas weiter unten und lernst dann halt einfach, wie benutze ich die einzelnen Apps? Wie konfiguriere ich jetzt das Telefon wirklich auf meine alltäglichen Bedürfnisse, sodass die Türen zu sind? Wenn ich jetzt zum Beispiel weglaufe hier von diesem Hotel, dann läuft bei mir das so, dass einfach das WLAN-Modul sich automatisch abschaltet. Das heißt, da vorne an der Bushaltestelle, wenn da ein Router steht, der kann schon gar nicht mehr meine Kennnummer wirklich auslesen. Das geht nicht mehr, weil es kommt kein Signal mehr zurück. Ja, also es sind einfach schlaue Mechanismen und die zeige ich halt einfach Stück für Stück. Wie machst du das mit dem Betriebssystem? Welche Apps nutzt du? Wenn irgendwo ein Fehler auftritt bei einer App, wie behebst du den? Und so weiter. Also es ist sehr simpel, jeden einfach an die Hand genommen. Ich weiß natürlich, dass das Telefon wirklich der Dauerbrenner ist. Das haben alle und deswegen muss das auch so sein, dass es jeder versteht. Okay, interessant. Jetzt bietest du ja wie viele Kurse momentan an? 8 Kurse, habe ich es richtig Genau, 8 Kurse. Ungefähr, oder? Wir haben 8 Kurse inzwischen. Ja. Also wir haben jetzt gesprochen über das Thema Krypto, wir haben gesprochen über das Thema Transformkurs. Was wäre denn jetzt, sagen wir mal, aus deiner Sicht der drittwichtigste Kurs, den man so braucht, um durchs Leben zu kommen? Gut, letzten Endes ist es deine eigene Privacy-Welt, die du kreierst. So musst du es wirklich betrachten und das ist eingeteilt in verschiedene Departments, sagen wir einfach verschiedene Bereiche. Und welcher Bereich jetzt für dich da wirklich der erste Schritt ist, das ist sehr individuell, weil jetzt zum Beispiel kann es sein, dass jemand gerade eben wirklich komplett mit strategischer Neuausrichtung beschäftigt ist und sagt, okay, ich möchte wissen, wie ich Bankkonten habe, die einfach mehr Privatsphäre haben, dann wäre Life Strategy das Ding oder Kryptokurs, wenn es wirklich um Krypto geht. Ansonsten, klar, Telefon, das nächste wäre Superior-Kurs, das heißt Laptop-Kurs. Da geht's darum, also ich habe jetzt hier diesen Privacy-Laptop, warte mal, da siehst du, ja. Privacy Laptop habe ich hier vor mir. So, dass das auch noch hier hält und nicht runterfällt. Das ist ein wirklich ultra spezielles System. Das ist eigentlich, kann man sagen, ein Hackersystem. Und was ich mache, ich schlage die Brücke zwischen einem Anfänger und einem absoluten IT-Nerd-Hacker, damit du wirklich als Anfänger doch auch das nutzen kannst. Weil du schaffst das nicht mit einem Windows oder mit einem Apple. Was ich jetzt zum Beispiel habe, wir nehmen gerade eben das hier auf und das ist absolut isoliert. Das heißt, wenn diese Software jetzt hier, dieser Anbieter, hier irgendwelche Ausspähungsversuche vornimmt, dann schafft er das an unserem Laptop nicht, weil das alles abgeschirmt ist. Der kommt nicht an die Passwörter, der kommt nicht an meine Daten ran, der kommt nicht an meine E-Mails oder sonst irgendwelche Kundenchats. Keine Chance, weil das einfach isoliert ist, sind separate virtuelle Rechner. Und deswegen braucht das auch spezielle Leistung. Ich habe inzwischen übrigens auch eigene Privacy-Laptops. Das heißt, die kann man komplett vorkonfiguriert auch kaufen. Machen übrigens viele Unternehmer, weil sie sagen, ich habe nicht die Zeit, alles komplett einzurichten. Das heißt, VPNs sind drin. Zum Beispiel, weißt du, dann gehst du jetzt hier von Zypern aus, gehst du zum Beispiel auf deine Bank in Deutschland, gehst immer über den VPN Frankfurt und gleichzeitig hast du zum Beispiel noch irgendwo anders deinen Standort, sagen wir Brasilien oder von mir aus Paraguay. Gehst du da in die Bank rein mit dem Standort von Brasilien. Das machst du gleichzeitig, das kannst du am Telefon gar nicht 2 VPNs gleichzeitig laufen haben. Warum brauchst du die VPNs? Damit die Bank vor Ort
sieht, dass du wirklich auch da bist und nicht irgendwie dann eine Flagge hebt und sagt, ja, du bist ja gar nicht da und deswegen hast du jetzt keinen Zugang mehr zum Bankkonto oder ja, du musst uns jetzt einen Nachweis geben über deinen ständigen Aufenthaltsort und deswegen hast du da dann vielleicht wieder mehr Probleme, ne? Also das alles hängt damit zusammen, dass halt du wirklich die Freiheiten hast, wenn du jetzt auswanderst. Ein System, wo du alles gleichzeitig bedienen kannst, aber in einem Cockpit zusammengefasst, im Grunde wirklich wie in einem Private Chat, wo du alles direkt auf Abruf schnell zur Verfügung hast. Ja, das ist der Superior-Kurs. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Auf der anderen Seite sagen wieder andere, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. Ja. Wie bringst du jetzt die beiden Aussagen miteinander in Verbindung? Also was würdest du demjenigen sagen, der sagt, also wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten. Also wenn ich nichts Unredliches tue, dann muss ich mir um meine Privatsphäre auch Gedanken machen. Das Ganze ist ein Schachspiel. Und man darf das ruhig auch so betrachten. Auch diese Dinge, wenn man auswandert, dann darf man das ja auch als Spiel betrachten, weil dieser ganze Irrsinn mit Ländergrenzen und wie sich einzelne Länder hier irrsinnig verhalten und so weiter, ist ja ein anderes Thema, aber das ist ein Schachspiel und die Obrigkeit, die ist halt leider ein paar Schachzüge voraus. Die haben Pläne und Agenten, die sind Jahrzehnte alt, wenn nicht noch länger. Und jetzt geht's darum, das erstmal zu erkennen, dass ich da nachziehen muss, weil die haben die Pläne schon längst gemacht zur Einführung von Zentralbankwährungen und so und was jetzt für Konflikte weltweit laufen. Das sind ja viele Sachen schon abgesprochen, wie dann auch Konflikte so ansatzweise zumindest entstehen und wie man sie dann wieder auflöst. Aber jetzt, wenn es darum geht, halt wirklich, ja, dass du deine Privatsphäre hast, dann ist es halt extrem wichtig, diese Sachen mit zu berücksichtigen. Das ist nicht so, dass ich nichts zu verbergen habe, sondern der Gegenüber, der spielt unfair. Und das muss man erstmal erkennen, dass das deutsche Finanzamt unfair spielt, dass die deutsche Regierung unfair spielt, dass Europa unfair spielt und das, was auch in vielen Ländern abgeht, unfair ist. Im Vergleich zu dem einzelnen Bürger oder zu demjenigen, der den Wohnsitz irgendwo hat. Und deswegen muss ich auf der anderen Seite aufmunitionieren und meine Schachfiguren richtig setzen, damit ich da mit größtmöglicher Freiheit umgehen kann. Also ich habe natürlich auch nichts zu verbergen. Ich bin in die ganze Sache im Grunde auch nur reingerutscht. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen Terroristenhintergrund hätte. Gut, das sagen sie natürlich, das sagt das Finanzamt und das sagen die Regierungen, ja, sobald man kritisch denkt, das ist ja ein Terrorist. Zumindest war das damals so bei den Steuerbeamten, dass man so halt dargestellt wird. Ne? Auf jeden Fall ist ja wirklich nicht der Fall. Die allermeisten Menschen haben einfach ein ganz normales Leben und möchten ihre Ruhe haben. Aber man wird ja drangsaliert. Es ist ja ganz gezielt so, dass Beraubungszüge laufen und das muss man halt erkennen, dass das unfair ist. Und dann muss ich mich schon anfangen zu schützen. Ne? Ich denke, die allermeisten, die jetzt zum Beispiel das Video sehen, die haben irgendwas schon mal von Zwangshypothek gehört oder Wehrpflicht, die eingeführt wird oder was so vielleicht eine Agenda ist in Deutschland, wie die Menschen, zum Beispiel gerade letztes Jahr in unserem Kongress, ne, in Zürich, da war ja auch die Rede davon, ganz klar, wie jetzt einfach die Menschen beraubt werden. Das liegt ja auf der Hand, was da läuft. So, und das ist ein unfaires Spiel, die sind da Schachzüge voraus, das versuchen sie umzusetzen, deswegen muss ich mein Schachspiel arrangieren. Und alles, was wir bei Privacy machen mit dieser Privacy-Welt, ist einfach jede Schachfigur gezielt zu setzen, damit du den größtmöglichen Vorteil hast. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Also jetzt trotzdem noch die Frage vielleicht, die einigen unserer Zuschauer oder Mandanten kommt, das Internet ist ja voll von kostenlosen Ratgebervideos, wo also viele Experten sagen, tu das, tu das, tu das, tu das. Ja. Was unterscheidet deine Webinare, die ja jetzt nicht kostenfrei sind, von diesen unzähligen hunderten Videos, die es da im YouTube zum Beispiel gibt? Also wir machen einen Unterschied zwischen Webinaren, die sind kostenfrei, und unsere Online-Kurse, die sind kostenpflichtig. So, Webinare, da haue ich auch schon sehr viele Infos raus. Und was es so nicht gibt, wir sind die einzige Plattform im deutschsprachigen Raum, die den Fokus absolut auf die Privatsphäre hat und auf die Strategie dann danach. Ich habe meine Strategien schon längst umgesetzt. Ich gebe weiter, was bei mir super funktioniert, was meine Tipps sind. Und natürlich kann ich das jetzt nicht einfach kostenfrei überall raushauen, weil dann sieht ja auch die deutschen Ämter sehen ja auch genau, wie meine Schachzüge sind. Das gebe ich doch nicht einfach hier so in YouTube rein. Deswegen, wer dieses Wissen haben möchte, dem ist es auch dann was wert. Und natürlich ist da immer so, dass da mehr geliefert wird, als das, was du eigentlich siehst.
Das, was du bei uns siehst auf der Präsentation von den einzelnen Kursseiten, das ist einfach, damit du einen groben Überblick hast. Es ist nicht ohne Grund so, dass es 18 Module sind beim Kryptokurs. Ich spreche da über so viel mehr, als was auf dieser Seite ist, ne, zum Beispiel. Das heißt, in der Form gibt es das nicht, dass jemand speziell auf die Privatsphäre fokussiert ist im strategischen Bereich. Und das kombiniert mit Unternehmertum, mit maximaler Freiheit, mit den aktuellen Zuständen auch heute, die wir weltweit einfach haben. Also einfach strategische Ausrichtung von deinen elektronischen Geräten, von dem, wie du mit den Geräten umgehst und auch mit der Software. KI-Kurs zum Beispiel, ne? Jeder hat da KI im Einsatz, aber wie mache ich das wirklich, dass die KI nicht mich benutzt am Schluss oder Social Media nicht nur mich benutzen, sondern ich die benutze, damit ich halt einfach meine Geschäfte steuern kann. Und das funktioniert. Und deswegen unterscheiden wir uns da erheblich also es gibt gar nichts Vergleichbares. Gut, dass wir mal nachgefragt haben sozusagen. Meine andere Frage, nutzt du ChatGPT selbst? Ja, wir nutzen ChatGPT, aber ich nutze das isoliert. Das heißt, ich gebe da jetzt nicht persönliche Sachen rein oder Visionen oder frage nach, wie manche Dinge kann man ja auch nachfragen. Schreib mir zum Beispiel einen Geburtstagsgruß, ne, für diese Person. Das mache ich da nicht. Aber ich habe natürlich eigene KI-Strukturen, wo ich das machen kann, die auf meinen eigenen Servern laufen, wo ich kontrolliere, wie die Daten hier raus und reingehen. Aber ich kann natürlich dann wieder die Brücke schlagen zu ChatGPT und da Daten ziehen, die dann, ich sag mal, verallgemeinert angefragt werden und dann im Detail weiterverarbeitet werden, sodass ich da im Grunde einen persönlichen Assistenten so nach und nach habe, wie, wer kennt wie heißt der Film Iron Man, ne? Da hat also Tony Stark ja wirklich so auch eine KI im Einsatz und die ist ganz speziell für ihn konfiguriert, die trainiert er auch ständig, aber die Daten gehen natürlich nicht nach außen. Wenn ich das mache mit ChatGPT, na dann habe ich mich ja komplett reinziehen lassen und bin ein Bestandteil von diesem ganzen System und die KI weiß mehr über mich, als ich über mich selber. Das ist natürlich nicht das, was ich möchte, weil die KI natürlich auch dann wieder durchgereicht wird an die Regierungen und dann habe ich ja wieder dieses Problem, dass ich die Strategie vermasselt habe. Also ich möchte ja meine Privatsphäre haben. Das heißt, wenn es um einfache Sachen zum Beispiel geht, Übersetzungen machen oder simple Dinge, klar, nutze ich ChatGPT, aber es gibt ja inzwischen wirklich ein Arsenal an KI-Funktionen und an KIs, die ich einsetzen kann und das ist Bestandteil vom KI-Kurs. Wie nutze ich das für mein Unternehmen? Wie kann ich dadurch zum Beispiel auch mir wirklich eine Strategie vergrößern und Gewinne maximieren? Durch Automatismen einbauen, Prozesse optimieren, das ist alles Bestandteil davon, also hochspannend. Hast du noch einen abschließenden Tipp für unsere Zuschauer und Zuhörer, bevor wir jetzt natürlich am Ende dann auch nochmal den Link zu deinen kostenfreien Einstiegswebinaren, aber auch zu deinen kostenpflichtigen Kursen einblenden werden? Ja, wir hatten jetzt noch nicht gesprochen über den Connect-Kurs. Das ist der Router. Das ist für die allermeisten schon mal der erste wichtige Punkt, um sich zu schützen. Dann geht's natürlich auch um Cloud. Also viele haben ihr Telefon zum Beispiel verbunden mit der Cloud. Das ist natürlich super angenehm, auch als Unternehmer. Wie tausche ich meine Daten wirklich unter der Privatsphäre, unter den Gesichtspunkten aus mit anderen oder wie arbeite ich in einem Team da dran? Das sind auch nochmal 2 weitere Kurse. Dann geht's auch um Frequenzschutz. Ne? E-Smog ist für manche vielleicht nicht so interessant, aber ich habe zum Beispiel letztens wieder die Anfrage bekommen, Wi-Fi Sensing. Wie kann ich mich da davor schützen, zum Beispiel vom Nachbarn? Weil, jetzt kommt ein entscheidender Punkt, die Telefondienstleister können sich auf die Router einloggen. Die machen da ein Upgrade, wenn sie wollen, und dann ist Wi-Fi Sensing aktiv. Wi-Fi Sensing ermöglicht eine 3D-Darstellung vom Raum. Allein durch das, dass man einen Router im Raum stehen hat. Man kann dadurch Farben sichtbar machen. Man hat eine 3D-Darstellung von den Menschen da drin. Das ist im Grunde das perfekte Tool, um sowas dann zu übermitteln. Wie heißt dieses Amt, wo einfach die Quadratmeter erfasst werden in Deutschland, dass man das auch richtig angegeben hat. Wie heißt dieses Amt nochmal? Weißt du das vielleicht? Katasteramt. Also ich bin zu lange schon aus Deutschland raus, um zu wissen, wie diese Behörden alle heißen. Aber man ist ja, man ist ja wahrscheinlich zur Grundsteuererhebung nach der Grundsteuerreform, ne? Dass man im Prinzip die kompletten Quadratmeter-Angaben zu jedem Wohnhaus dann hat. Ne? Ja. Absolut. Man ist ja verpflichtet, da die Angabe richtig zu machen. So, und jetzt kommt Wi-Fi Sensing ins Spiel. Die Telefondienstleister
mit garantierter Sicherheit, also garantieren 100% kann ich es nicht, aber das ist einfach logische Konsequenz, dass die zusammenarbeiten mit den Ämtern nach und nach und dass diese Funktion aktiv ist und die wissen mehr. Teilweise sitzen die ja dann auch nicht in Deutschland, die Router dann wirklich überwachen können oder die Telefondienstleister. Das heißt, ein anderes Land weiß mehr über Immobilien in Deutschland als Deutschland selber nach und nach. All das nur, weil Wi-Fi-Sensing aktiv geschalten werden kann. Und was ist die Lösung? Ein Privacy-Router. Du schaltest einfach einen Privacy-Router da direkt steckst das Kabel ran und ab dem Moment können sie nichts mehr beeinflussen. Du hast Privatsphäre, kein Wi-Fi-Sensing. Ja? Also solche Sachen, die sind halt dann auch wichtig und deswegen ist vielleicht dieser Frequenzschutz über eSMOG auch gar nicht so uninteressant, weil man kann halt speziell auch sein Haus schützen. Es gibt spezielle zum Beispiel Vorhänge, es gibt Sachen, die man im Boden oder in die Decken mit einbaut, damit einfach Strahlungen nicht reinkommen, weil die wiederum ja auch zur Überwachung beitragen. Wenn der Nachbar halt einfach hier verseuchte Geräte hat und mich ständig anpingt, dann kann ich halt sagen, okay, nö, hier ist Blackbox. In meinem Haus passiert nur das, was ich will. Oder halt weit genug Distanz haben. Das hängt dann zusammen. Wenn man auswandert, kann man natürlich auch so dann umsetzen. Aber manche wählen ja auch den Plan B in Deutschland und optimieren da. Das heißt, da könnte es auch interessant sein. Insgesamt eben einfach unsere Übersicht da, gerne mal drüber schauen über die Kurse. Ich denke, jeder Kurs ist gigantisch. Sehr schön. Also ich kann nur sagen, lieber Chris, es war wieder sehr interessant. Und wenn ich einfach mal so ein Fazit ziehen soll aus all dem, was ich wieder von dir gehört habe, kann man nur unterstreichen, Privatsphäre ist kein Luxus, es ist ein Grundrecht. Aber, wie du eigentlich ganz gut erklärt hast, Privatsphäre, eine gute, sichere Privatsphäre kommt eben nicht von selbst, sondern ich muss irgendwie ins Handeln kommen, ich muss irgendwas tun. Und ich hoffe, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, das Gespräch heute mit Chris hat ja gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv zu werden, jetzt am besten. Und wenn du lernen willst, wie du dich selbst schützen kannst, Schritt für Schritt, dann laden wir dich ein, schau dich um bei den zunächst kostenfreien Webinaren von Chris. Da kannst du, wie er erzählt hat, schon eine ganze Menge lernen. Du bekommst viele Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Ja, genau. Link wird eingeblendet oder einen QR-Code werden wir einblenden. Das ist mitunter für einige einfacher. Und ja, fang einfach damit an und vielleicht reicht das schon für dich, um, sag mal, die wichtigsten Anregungen zu bekommen. Und wenn du in die Tiefe gehen willst, findest du natürlich auch die kostenpflichtigen Kurse dann oder wie gesagt, das mundgerecht schon vorkonfigurierte Handy, wie du erzählt hast, oder den Notebook oder den Router, wenn du halt mit wenig Aufwand so schnell wie möglich Sicherheit für dich herstellen willst. Also digitale Freiheit oder wie manche sagen, digitale Selbstverteidigung. Das war heute mal das Thema. Vielen Dank, Chris, dass du wieder Zeit hattest für uns. Ja, hat mich sehr gefreut. Das ist auch wirklich mein Tipp, also einfach da damit zu starten und in deinem Tempo das zu machen. Das ist deine Welt, deine Privatsphärenwelt und du erkennst für dich selber, was für dich wichtig ist. Wir haben durch die Kurse einfach eine Abkürzung geschaffen. Das heißt, du kommst viel schneller ans Ziel. Das dauert natürlich alles, bis auch wir das in der Entwicklung alles umsetzen. Deswegen, wenn man diese Abkürzung schon hat, also ich würde sie zur Hand nehmen, weil das, was die Investition ist im Vergleich zu dem, was du sonst an Ausgaben hast, was du auch mit deiner Zeit sonst noch alles anstellen kannst oder verdienen kannst, ist doch im Vergleich, macht doch sehr viel mehr Sinn, die Abkürzung da zu wählen. Ich freue mich natürlich, wenn du da mit dabei bist und vielen Dank für die Einladung. Hat mich heute wieder sehr gefreut. Merci. In dem Sinn, bleib fröhlich. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.